Gerade erst wurde beschlossen, dass wir unsere Wohnung und sogar unseren Wohnort im Prinzip nicht mehr verlassen dürfen, es sei denn, wir haben wirklich triftige Gründe. Reisen gehört leider nicht dazu. Und da dachte ich mir, ich könnte euch doch die für uns wahrscheinlich alle schwere Zeit mit meinen Erinnerungen an meine allererste indische Hochzeit in Kerala versüßen. Wey, Namaste! Herzlich willkommen bei Indisch für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr heute bei diesem Erinnerungsvideo dabei seid. Wie kam das eigentlich, dass wir zu einer Hochzeit nach Kerala wollen? Also ich habe hier in Berlin eine liebe Freundin kennengelernt beim Karneval der Kulturen und die ist kurz danach wieder nach Indien gezogen und hat mich im nächsten Jahr zu ihrer Hochzeit eingeladen. Diese fand in Kerala statt, das ist in Südindien an der Westküste und es ist ein wunderschöner Bundesstaat mit einer wahnsinnig tollen Natur, mit vielen Sehenswürdigkeiten und mit ganz, ganz tollem Essen. Und nicht zu vergessen die ganzen tollen Menschen, die wie eigentlich überall in Indien super lieb, super herzlich und super gastfreundlich sind. Also, nachdem wir in Indien angekommen sind, waren wir für ein paar Tage in Mumbai. Dort sind wir dann zum allerersten Mal auf Indien geprallt. Was wir da so alles erlebt haben, könnt ihr in meinem ersten Video zu der Reise sehen. Ich habe euch das hier oben verlinkt, schaut mal rein. Wir saßen also im Flieger nach Kochi, das ist eine Großstadt in Kerala. Und obwohl wir uns sehr auf die Hochzeit gefreut haben, ging es mir im Flieger immer schlechter. Grund war, ich hatte mir anscheinend bei einem unserer letzten Essen in Mumbai den Magen verdorben. Am Flughafen selber waren wir natürlich erstmal relativ planlos. Wir wussten, dass wir abgeholt werden, aber nicht von wem oder wo wir überhaupt hin müssen. Umso erleichterter waren wir dann, als wir diesen netten Herrn hier gesehen haben, der ein Schild mit unserem Namen hochhielt und uns anlächelte, als wäre gerade die Sonne aufgegangen. Der ist ein Onkel der Braut und der hat wirklich während der gesamten Hochzeit permanent gelächelt. Als wir dann endlich am Veranstaltungsort angekommen sind, war das Programm schon im Gange. Aber wie ich mittlerweile festgestellt habe, ist das in Indien überhaupt gar kein Problem. Es ist völlig normal, dass die Hälfte der Leute ständig in Bewegung ist. Manche gehen früher, manche kommen später. Das ist irgendwie alles normal. Entsprechend sind auf die Tatsache, dass wir nun mal keine Inder sind und aufgrund unserer Kleiderwahl kaum aufgefallen. Wir hatten uns richtig aufgebrezelt, unsere feinsten Kleider angezogen und wir waren komplett overdressed. Weil wir bis dato immer nur die prunkvollen indischen Hochzeiten aus Bollywood-Filmen kannten. Und die sind natürlich vor allem für den Süden völlig an der Realität vorbei. Der Süden Indiens ist, wie ich schon öfter angedeutet habe, ganz anders als der Norden. Es wird da nicht so viel Wert gelegt auf die krassesten Juwelen, auf die reich besticktesten Kleider. Und selbst die Braut hatte zwar einen sehr, sehr schönen Sari an, allerdings, wenn man dann so einen Brautlehenga aus einem Bollywood-Film kennt, ist der Sari im Vergleich dazu, ziemlich schlicht. Was bei einer indischen Hochzeit so genau passiert, das behandle ich in einem eigenen Video. Hier nur mal ganz kurz der grobe Ablauf. Die Hochzeiten dauern in der Regel mindestens 3 Tage. Wobei die eigentliche Eheschließung an einem dieser Tage stattfindet, am mittleren oder am letzten. Am Tag davor, seltener auch am selben Tag am Abend, gibt es die sogenannte Reception. Das ist im Prinzip die Hochzeitsfeier, bei der relativ ausgelassen gefeiert und getanzt wird. Und am ersten Tag finden in der Regel Vorbereitungen, Rituale und so weiter statt. Bei dieser Reception also wurde eifrig getanzt und gefeiert und es gab so viel zu sehen. Mal hat die Braut getanzt, zusammen mit ihrer Schwester und ihren Freundinnen, mal ganz alleine. Mal ist eine Gesangstruppe aufgetreten, die ganz viele verschiedene, hauptsächlich folkloristische Lieder dargeboten hat. Eigentlich war auch geplant, dass wir auftreten, Jenny und ich, aber dadurch, dass mir so unglaublich schlecht war, fiel das leider ins Wasser. Und mein persönliches Highlight an diesem Abend war der Auftritt von einer Volkstanzgruppe, die mit großem Eifer den Tanz eines kleinen Stammes in Kerala aufgeführt hat. Ich war so dermaßen fasziniert, sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das war einfach nur beeindruckend und total mitreißend. Hier ein kleiner Ausschnitt. Ja, wie ich ja eben schon erzählt habe, war mir ziemlich übel und deswegen konnte ich leider die Feier nicht so genießen, wie ich das gerne getan hätte. Unter anderem wurde halt später von allen Leuten getanzt, auf der Bühne, neben der Bühne, unter der Bühne, überall, alle waren gut drauf. Es gab super tolles Essen und ich konnte nichts davon genießen, weil es mir so dreckig ging. Dazu hatte ich die erste Erfahrung mit einer indischen Hocktoilette und ich kann euch sagen, die war echt
Nicht schön. Nun bin ich ja als Deutsche Hocktoiletten nicht wirklich gewöhnt. Ich wusste also erstmal nicht so ganz genau, wie das funktioniert. Ich hatte mich zwar ein bisschen belesen, aber wenn man es dann das erste Mal selber machen muss, dann ist man erstmal ein wenig überfordert. Und ich komme in diesen Raum und da ist einfach nur dieses Loch im Boden und ich wusste gar nicht, wie ich mich da jetzt hinknien soll, in welche Richtung ich gucken soll und vor allem, wie ich das mit meinem Kleid machen soll. Ich hatte ein langes rotes Kleid an und der Boden war komplett nass. Das ist in Indien halt so, weil die Leute sich den Hintern ja nicht mit Klopapier abwischen, sondern sich da Wasser hinspritzen, was übrigens eine sehr hygienische Sache ist, nur mal so, aber es sorgt dann auch dafür, dass der gesamte Boden um das Klo herum nass ist. Und da wollte ich natürlich mein teures Kleid überhaupt nicht drin haben. Vor allem, man weiß ja in dem Moment auch nicht, ist das jetzt nur Wasser oder noch was anderes. Entsprechend habe ich es irgendwann einfach nur noch ausgezogen. Und das war wirklich... Naja, genug davon. Kommen wir zum nächsten Tag, zum Tag der Hochzeitszeremonie. Wir kamen zur Mittagszeit in die Veranstaltungshalle. Was mir da sofort aufgefallen ist, war die reichhaltige Deko aus Naturmaterialien. Im Prinzip bestand die gesamte Dekoration der Bühne und auch im Vorraum aus Pflanzen. Ich fand das so schön. Also wir kamen da an, auch wieder natürlich viel zu aufgebrezelt, weil wir halt dachten, ja, für eine Hochzeit zieht man sich ja schick an. Also haben wir das Schickste angezogen, was wir im Schrank hatten. Wir haben uns echt doof gefühlt dann, aber gut, was willst du machen? Da waren wir dann schon da. Und wir waren natürlich eine bedeutende Attraktion für die Kinder. Die hatten ja teilweise noch nie einen Ausländer in echt gesehen. Entsprechend wollten die dann auch ganz viele Fotos mit uns schießen. Irgendwann habe ich es geschafft, selber mal eins zu machen mit denen. Das Ergebnis seht ihr hier. Ja, und dann kam irgendwann die Braut. Wir waren Teil der Prozession, sie in den Saal zu führen. Das war eine wunderschöne Zeremonie. Ich habe zwar nicht so ganz kapiert damals, was da jetzt alles genau passiert. Danach gab es natürlich ganz viel leckeres Essen. Übrigens auf einem Bananenblatt. Wie cool ist das bitte? Danach hatten wir Freizeit und der Vater der Braut hatte einen Fahrer organisiert, mit dem wir uns die Gegend ein bisschen angucken konnten. Das war teilweise gar nicht so leicht, weil der weder Englisch noch Hindi sprach, nur Malayalam, die Sprache Keralas. Und so mussten wir uns mit Händen und Füßen verständigen. Irgendwann hat er uns an einen See gebracht, wo wir natürlich erstmal begeistert Fotos geschossen haben. Und auf einmal hören wir hinter uns das Auto, wie es wegfährt. Und wir standen da und dachten, ach du Gott. Wir waren zwar in einer Gruppe von 5 Mann, allerdings waren wir komplett alleine, mitten irgendwo in Kerala. Wir wussten ja nicht mal genau, wo wir sind. Wir konnten die Landessprache nicht, wir wurden richtig nervös. Aber kurz darauf kam der Fahrer zurück, der hatte nur das Auto wenden wollen. Das war dann ein bisschen eng, deswegen ist er woanders hingefahren. Was ich wirklich beeindruckend fand, war die Blicke der Einheimischen. Weil man hört ja immer wieder von Touristinnen oder Touristen in Indien, dass sie immer so angestarrt wurden und das total unangenehm fanden und sich belästigt gefühlt haben. Und tatsächlich war das dort gar nicht so. Also klar, die Leute haben gestarrt, aber das war mehr so ein freundliches habe ich noch nie gesehen, Starren. Also total interessiert und neugierig und so offen, irgendwie gutmütig. Das fand ich echt schön. Dann noch eine kleine Anekdote zu indischem Essen. Wie gesagt, mir ging es nach wie vor ziemlich dreckig. Es ging mir da dann zwar schon etwas besser, aber ich habe gemerkt, indisches Essen ist jetzt gerade nicht das Beste für mich. Es ist einfach zu scharf, es ist zu anstrengend für meinen Verdauungstrakt, der ja noch ganz schön geschunden ist. Und deswegen wollte ich dann an dem Abend der Hochzeit, da gab es ein gemeinsames Essen mit allen Gästen, die noch da waren. Und da habe ich die Karte dann verzweifelt abgesucht nach Sachen, die nicht stark gewürzt sind. Und war so glücklich, als ich gesehen habe, dass sie Pommes haben. Pommes, westliches Essen, salzig und nicht scharf, super. Also habe ich mir Pommes bestellt und Jenny hat es mir gleich getan. Kaum kamen die Pommes auf den Tisch, greifen alle zu und der Teller war halb leer. Und wir beide saßen da, wir waren so geschockt. Das war doch das, was wir uns bestellt haben. Tatsächlich wussten wir nicht, dass es in Indien relativ normal ist, bei solchen Zusammenkünften jedes Essen irgendwie zu teilen. Also jeder bestellt sich ein bisschen was und letzten Endes teilt dann jeder mit jedem. Deswegen war unser Ärger eigentlich unbegründet, aber in dem Moment war das echt richtig schlimm für mich, weil ich dachte, Mann, das ist das Einzige, was ich überhaupt essen kann, ohne dass es mir gleich wieder hochkommt und die klauen mir das.
Wir haben uns dann mit einem indischen Freund, den wir in Deutschland kennengelernt haben, dort getroffen. Der hat uns abgeholt und ist mit uns zu einem Wasserfall gefahren. Auf dem Weg dahin ist uns aufgefallen, dass da ziemlich viele Villen rumstehen. Also wirklich ziemlich viele. Wie wir dann später erfahren haben, ist einer der Gründe dafür, dass Kerala seit 60 Jahren eine kommunistische Regierung hat, die es geschafft hat, dass die Alphabetisierungsrate im Land sehr, sehr hoch ist. Kerala ist das Land mit der größten Alphabetisierungsrate in Indien. Außerdem ist Kerala für private Unternehmen nicht sehr interessant, eben wegen dieser kommunistischen Regierung. Und das alles hat dazu geführt, dass viele Keraliten im Ausland, vornehmlich in den Golfstaaten, Jobs gefunden haben. Tatsächlich lebten die meisten der Hochzeitsgäste, inklusive der Familie der Braut, nicht mehr in Indien, sondern in Muscat, also im Oman. Und die sind nur für die Hochzeit dorthin gekommen. Deswegen gibt es eben viel Reichtum in Kerala und deswegen stehen an den Straßen so viele große, reiche Häuser. Und es gibt verhältnismäßig viele Christen in Kerala. Überall haben wir Kirchen gesehen. Dann sind wir beim Wasserfall angekommen. Wir steigen aus dem Auto raus. Ich hatte noch eine Banane in der Hand und steige kaum aus dem Auto raus, bin komplett von Affen umringt und habe richtig Panik bekommen. Weil ich weiß, dass die einem auch schon mal die Handtasche klauen und man das dann auch nicht so leicht wieder zurückkriegt. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist und der Freund schreit, wirf die Banane weg, wirf die Banane weg. Und ich gucke so, ach ja, ich habe ja eine Banane in der Hand, schmeiß die weg, die Affen hinterher. Und ich war erstmal sicher, die sind da so gewitzt und so dreist, das ist echt der Wahnsinn. Also passt auf die Affen auf in Indien. Das ist zwar toll, die zu sehen, aber seid vorsichtig. Wir mussten dann ein Stückchen laufen zu dem Wasserfall und es wurde zunehmend nasser in der Luft. Also die Luftfeuchtigkeit war irgendwann riesig hoch. So hoch, dass ich mich am Ende gar nicht getraut habe, mein Handy auszupacken, weil die Luft komplett nass war. Kerala ist ja eh schon ein sehr feuchter Bundesstaat, aber das war wirklich heftig. Also man sieht hier auf diesem Foto, mein Gesicht ist komplett nass. Das kam aber nicht vom Schwitzen, sondern von dieser Luftfeuchtigkeit. Am Abend sind wir dann nach Kochi gefahren, denn am nächsten Morgen ging unser Flug nach Bangalore. In Kochi selber haben wir leider nicht viel sehen können, außer dieser riesigen Mall, die da steht. Und es gibt da drin sogar eine Eisbahn. Mega krass. Wir sind dann, weil es mir natürlich immer noch nicht so gut ging und weil ich indisches Essen gerne noch für 1-2 Tage vermeiden wollte, bei Pizza Hut eingekehrt. Wir dachten, westliche Kette, da gibt's auch westliches Essen, cool. Der Blick in die Speisekarte offenbarte, die haben westliches Essen indianized. Das heißt, so wie die indischen Restaurants in Deutschland indisches Essen nach unserem Geschmack anbieten, gibt es in Indien westliches Essen nach indischem Geschmack. Das heißt, jedes Gericht, das es auf dieser Karte gab, war irgendwie indisch. Aber gut, so ist das nun mal in Indien. Man kriegt auch in Indien westliches Essen, aber wir hatten einfach Pech, glaube ich. Und vor allem ist es halt so, Südindien ist nicht so touristisch, da sind nicht so viele westliche Touristen und entsprechend bieten die das einfach nicht in der Masse an, in der man das vielleicht aus Nordindien kennt. Naja, am nächsten Tag ging es dann zum Flughafen. Auf jeden Fall sind wir sicher in Bangalore gelandet und wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Video zu dieser Reihe. Für heute war es das erstmal, aber ich hoffe, ich konnte eure Laune ein wenig heben, trotz der düsteren Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liken würdet, mit euren Freunden teilen würdet, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, damit ihr immer up to date seid, was es hier so Neues gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dhanyavad.